Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder eine Nähanleitung für dich zu einem neuen Schnittmuster. Das ist ein richtig schönes Crop Top mit so einer Schnürung am Rücken. Das Schnittmuster und die Nähanleitung findest du wie immer verlinkt in der Infobox. Das kannst du dir direkt über meine Webseite herunterladen, das Ganze sofort zu Hause ausdrucken und mit dem Nähen beginnen. Ich bin Maria und falls du neu hier bist, auf meinem Kanal bekommst du immer mal wieder Nähanleitungen, Schnittmuster, aber auch Tipps für dein eigenes Kreativbusiness. Die Videos verlinke ich dir hier oben in der Playlist. Schau da gerne mal rein. Falls dir diese Themen gefallen, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn du diesen Kanal abonnierst, die kleine Glocke drückst oder einfach nur das Video likest oder vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Wir nähen also heute dieses Sommertop. Wie eben schon gesagt, das ist rückenfrei bzw. hat so eine coole Schnürung am Rücken und es ist etwas cropped geschnitten, also etwas kürzer und ja, damit perfekt für den bevorstehenden Sommer. Das Beste an dem Schnittmuster ist, dass du nur einen halben Meter Stoff brauchst. Damit ist der Schnitt perfekt für Resteverwertung von Stoffen, die du vielleicht noch von anderen Projekten über hast. Und dann kommen wir auch direkt zu der Stoffempfehlung, würde ich sagen. Denn für das Schnittmuster würde ich dir empfehlen, einen schönen Jersey-Stoff oder einen Rest Strickstoff. Beide eignen sich total gut, aber sind auch eher für fortgeschrittene NäherInnen geeignet. Das heißt, für das Schnittmuster solltest du auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung im Nähen haben. Falls du die nicht hast, dann nimm dir einfach etwas mehr Zeit. Probier vor allem ganz viele Stiche aus, dass du dir sicher sein kannst, dass die gut auf deinem Stoff funktionieren. Und ja, näh langsam, schau dir das Video genau an und dann sollte das auch trotzdem klappen. Falls du das Schnittmuster noch nicht gekauft hast, dann habe ich hier noch einen richtig guten Tipp für dich. Da die Schnittteile sehr klein sind und du auch sehr wenig Stoff verbrauchst, ist dieses Schnittmuster ideal für die Makerist AR App. Kennst du Makerist AR schon? Falls nicht, dann kann ich dir nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Das ist eine App, mit der ich gemeinsam mit Makerist schon seit mittlerweile, was haben wir denn? Ja, 2 Jahren, glaube ich, dran arbeite. Und das ist eine Augmented Reality App. Damit kannst du das Schnittmuster direkt auf deinem Handy sehen und mit der Hand auf deinem Stoff übertragen. Und wie gesagt, bei den kleinen Schnittteilen und so wenig Stoff bekommst du auch keinen lahmen Arm. Das ist perfekt für die Makerist AR App. Du findest die App bisher nur für iOS im Apple Store, aber hoffentlich auch bald für Android. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Dann kommen wir auch schon zum Material. Das brauchst du für dieses Crop Top. Du brauchst natürlich einen Stoff, der dir gefällt. Ich habe mich hier für so einen gerippten Viskose-Jersey entschieden. Dann brauchst du ein passendes Nähgarn zu deinem Stoff. Das ist in diesem Fall besonders wichtig, weil wir viele sichtbare Nähte haben. Dann ein paar Nadeln bzw. Klammern, je nachdem, was dir lieber ist, zum Stecken oder Heften des Stoffes. Ein paar frische Nadeln, ganz wichtig. Ich habe hier Stretch-Nadeln für den Stoff. Und zum Versäumen werde ich diese Zwillingsnadel nehmen. Da kannst du auch mit einer einfachen Jersey-Nadel arbeiten, aber das Ergebnis mit der Zwillingsnadel wird echt immer super schön. Dann brauchst du ca. 2 Meter passendes Schrägband zum Stoff. Ich habe das Schrägband selber aus meinem Hauptstoff hergestellt. Wenn du ganz normale Uni-Jersey-Stoffe verwendest, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Schrägband schon fertig zu kaufen, weil das Zuschneiden ja doch immer relativ viel Arbeit ist. Du siehst hier, ich habe hier eine Naht eingefügt und das mache ich, weil ich ein bisschen Stoff sparen wollte und das wird am Ende keiner sehen. Deshalb macht mir das nicht so viel aus, dass dann eben eine extra Naht da ist. Dafür habe ich eben einen geringeren Stoffverbrauch. Und wenn du dann deinen Stoff zugeschnitten hast, dann können wir auch schon mit der Nähanleitung beginnen und jetzt geht's an die Nähmaschine. Weil mein Stoff ein bisschen transparent ist, habe ich das Vorderteil, also nur das Vorderteil, doppelt zugeschnitten. Und falls dein Stoff vielleicht auch ein bisschen durchsichtig ist, dann kannst du das ganz problemlos auch machen, weil du kannst die beiden Stoffteile dann einfach links auf links aufeinander legen, also die beiden schönen Seiten sind vorne und das dann als ein Schnittteil weiter vernähen. Also das ist wirklich super easy. Und wir beginnen jetzt mit der oberen offenen Kante und werden die mit Schrägband einfassen. Dafür nehme ich mir jetzt hier mein selbst zugeschnittenes Schrägband. Aus dem Hauptstoff habe ich mir das zugeschnitten und lege das rechts auf meinen Ausschnitt. Und das Ganze nähe ich jetzt mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm zusammen. Das sieht dann so aus. Und jetzt messe ich nochmal nach, ob das Ganze wirklich 0,5 cm sind, denn das ist am Ende ganz wichtig, wenn wir das jetzt gleich umschlagen, dass das richtig funktioniert. Gegebenenfalls kannst du die Nahtzugabe nochmal kürzen. Jetzt falte ich die offene Kante des Schrägbands nochmal ein und dann das Ganze über die offene Kante des Ausschnitts. Und das stecke ich mir jetzt von außen, von rechts, also von der schönen Seite, mit einer Nadel fest. Ich gehe da durch die Umschlagkante, also durch diese erste Naht, und versuche da wirklich drauf zu bleiben und dann von hinten sollte es ganz knappkantig das Schrägband treffen. Also vorne in der Naht und hinten das Schrägband. Nimm dir da wirklich ausreichend Zeit, viele Nadeln zu stecken, sonst wird das am Ende recht schwierig zu nähen.
Denn die nächste Naht, mit der wir das Schrägband feststeppen, wird im sogenannten Nahtschatten genäht, was nichts anderes heißt als auf der ersten Naht drauf, also da nochmal drüber nähen. Und damit das gut klappt bei Jersey-Stoffen oder auch dehnbaren Stoffen, muss das einfach richtig gut gesteckt sein und dann kannst du da ganz langsam drüber nähen. Und jetzt siehst du, hier habe ich es von außen abgesteckt und werde das dann gleich nach und nach beim Nähen rausziehen und hoffentlich alle Nähte treffen. Und so sieht das Ganze jetzt von vorne aus. Ich bin also mit meiner neuen Naht über die alte Naht nochmal drüber. Also von rechts habe ich das abgenäht und habe hinten versucht, dann das Schrägband zu erwischen. Und oh, hier siehst du, hat es leider nicht ganz geklappt. Deshalb ist es auch so wichtig, das wirklich viel und gut abzustecken. Das habe ich dann einfach nochmal aufgetrennt, das letzte Stück, und nochmal neu genäht. Und weil ich weiß, dass diese Methode ein bisschen tricky ist, vor allem für AnfängerInnen, habe ich hier noch eine zweite Methode für dich. Nicht wundern, das habe ich an einem Baumwollstoff genäht, einfach weil das für dich besser zu erkennen ist. Hier habe ich das Schrägband jetzt nämlich rechts auf links angelegt, also die rechte Seite des Schrägbands auf die linke Seite des Stoffs, das mit 0,5 angenäht, und dann schlage ich das um und stecke mir das dann auch von rechts mit Nadeln fest. Aber dann habe ich eben die Möglichkeit, das von rechts knappkantig abzusteppen, und das ist für viele, vor allem für NähanfängerInnen, deutlich einfacher, weil du eben von vorne sehen kannst, was passiert. Die hintere Seite ist eh schon safe und du kannst von rechts genau sehen, was du gerade nähst, und kannst sicherstellen, dass es wirklich ordentlich wird. Und hier die beiden Methoden im Vergleich. Hier siehst du meine erste Naht, die habe ich im Nahtschatten abgenäht, und die zweite Naht, da habe ich das Schrägband eben von rechts auf links angenäht und dann von außen knappkantig abgesteppt. Da kannst du dich also entscheiden, was dir besser liegt und was dir auch besser gefällt. Als nächstes nehme ich mir die beiden Rückteile und lege die rechts auf das Vorderteil. Und dann nähe ich die Seiten zusammen, entweder direkt mit der Overlock oder mit deiner Nähmaschine, zum Beispiel einem Zickzackstich oder einem anderen elastischen Stich. Als nächstes nehme ich mir ein Lineal und messe 6 cm von meinem Schrägband ab. Das werden die Schlaufen. Die sind aber auch auf dem Schnittmuster mit drauf. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nur so gemacht. Also die sollten, wie gesagt, 6 cm lang sein und 3,2 cm breit. Das Ganze schlage ich jetzt ein, also die offenen Seiten wieder 0,5 nach innen ein und das Ganze dann nochmal aufeinander und dann gerade von außen abnähen. Das sieht jetzt so aus, und ich nehme mir eine der beiden Schlaufen und falte die nochmal in der Hälfte und lege das Ganze jetzt an das Rückteil. Da siehst du einen kleinen Knips. Da soll die Schlaufe angesetzt werden, und zwar rechts auf rechts, und das nähe ich mit einer kleinen Hilfsnaht, also nur 1 bis 2 Stichen fest. Denn durch diese kleine Hilfsnaht kann die Schlaufe jetzt nicht verrutschen, wenn wir im nächsten Schritt das Schrägband an der Seite anbringen. Dazu schneide ich mir das Schrägband auf die Länge meines Rückteils zu und nähe es mit 0,5 cm Nahtzugabe rechts aufeinander. Und jetzt falte ich das Schrägband nach innen, also auf die linke Seite, wieder einmal Richtung Nahtzugabe, dann über die Nahtzugabe hinweg und damit die Schleife gleich raussteht, nochmal im Gesamten einmal rumschlagen. Und das kann ich dann knappkantig abnähen. Hier zeige ich dir das nochmal an der Baumwolle, weil es besser zu erkennen ist. Du hast gesehen, einmal war es zur Nahtzugabe hin, dann über die Nahtzugabe hinaus und jetzt nochmal im Gesamten einmal umfalten, und so steht die Schleife schön an der Seite hinaus. Und das Ganze habe ich mir jetzt hier abgeklemmt und steppe das dann von innen, also von der linken Seite, knappkantig ab. Und damit die Naht wieder schön wird, nimm auf jeden Fall wieder viele Klammern und nimm dir Zeit zum Feststecken, weil das bei Jersey oder bei Strickstoffen und dem Schrägband einfach ein bisschen schwieriger ist als bei Baumwolle. Und so sieht das jetzt aus. Ich habe die Naht mit einem Geradstich abgesteppt und das Ergebnis wird in der Regel recht ordentlich und vor allem hält es bombenfest. Wiederhole den Schritt jetzt noch für die andere Seite und dann machen wir auch schon weiter mit dem Armausschnitt bzw. mit den Trägern und der Rückenschnürung, denn all das wird aus einem Schrägband vernäht. Nimm dir also jetzt ausreichend Schrägband und dann leg es nach deiner bevorzugten Methode an, entweder Methode 1 oder 2, aber ganz wichtig, egal welche Methode du nimmst, lass am Anfang bzw. am Rückteil 6 cm überstehen, denn wir brauchen ja noch eine zweite Schlaufe für die Schnürung und die nähen wir jetzt in einem mit. Ich lasse also die 6 cm überstehen und beginne von dort aus das Schrägband an mein Vorder- bzw. Rückteil anzuheften. Und das nähe ich dann wieder mit 0,5 cm Nahtzugabe fest.
So sieht das Ganze jetzt aus und bevor ich weiter nähe bzw. das Schrägband umschlage, nehme ich mir die kurze Seite des Schrägbands und falte die einmal nach innen. Dadurch verschwindet die offene Seite nämlich gleich in der Naht im Schrägband. Und von dort aus beginne ich jetzt auch mein Schrägband einzufalten, also wieder die langen offenen Seiten einmal nach innen und dann nochmal aufeinander falten. Und das stecke ich mir mit ganz, ganz vielen Nadeln fest, denn das wird jetzt wirklich ein tricky Part, für den du dir wirklich Zeit nehmen solltest. Und am Vorderteil angekommen, stecke ich das Schrägband über das Vorderteil hinaus fest, denn das werden ja dann die Träger bzw. die Schnürung. Und so weit nähe ich dann auch darüber hinaus. Also ich nähe jetzt wirklich die komplette Länge des Schrägbands runter. So sollte das Ganze dann aussehen. Du hast also noch eine Schlaufe überstehen, ansonsten sind die Träger schon fertig. Und die Schlaufe, die nehmen wir uns jetzt einmal noch und falten die nach links um, also auf die Rückseite des Oberteils. Und da kannst du die Schlaufe mit ein paar Stichen befestigen. Viele Nähmaschinen haben da Probleme mit, weil die Lagen jetzt einfach zu dick sind. Vielleicht machst du es einfach mit ein paar Stichen per Hand. Und jetzt ist dein Top auch schon fast fertig, jetzt geht es ans Säumen. Du kannst entweder einen ganz normalen Saum machen, also das Top vielleicht einmal umschlagen und knappkantig abnähen, am besten mit einem elastischen Stich oder mit einem Zickzackstich. Wenn dein Stoff ausfranst, dann solltest du den vorher nochmal versäubern, vielleicht extra nochmal mit einem Zickzackstich oder deiner Overlock. Aber falls du Lust hast, dann probier doch auch mal eine Zwillingsnadel aus, denn damit wird das Ergebnis bei Jersey oder auch Strickstoffen echt super, super schön und professionell. Dafür nutze ich eine zweite Garnrolle und die beiden Fäden, die fädle ich jetzt ganz normal ein, also als würdest du nur einen Faden einfädeln. Unten angekommen teile ich die beiden Fäden auf die beiden Nadeln auf. Ich erhöhe dann noch meine Stichlänge auf hier 3,7, damit komme ich immer ganz gut zurecht, probiere das auf jeden Fall vorher aus und so sieht das Ergebnis aus. Und noch ein kleiner Extra-Tipp, vielleicht schaffst du es ja, die offene Kante durch die beiden Zwillingsnadeln laufen zu lassen, also in der Mitte, dann wird die nämlich noch mit einem Zickzackstich versäubert. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und das Top ist so geworden, wie du es dir vorgestellt hast. Ich trage das Top total gerne. Ich hoffe, es bereitet dir genauso viel Freude wie mir. Falls dir das Video gefallen hat, wie immer freue ich mich, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du das Video likest oder sogar meinen Kanal abonnierst und die kleine Glocke drückst, um kein neues Video zu verpassen. Und ansonsten habe ich dir noch was verlinkt, und zwar sind das 2 Videos. Einmal zu einem Crop Top, das ist ein Freebook, das kannst du dir also kostenlos auf meinem Kanal herunterladen, beziehungsweise auf meinem Blog. Und das ist die Anleitung dazu. Und passend dazu habe ich noch eine Jersey-Hose, das ist so eine coole Schlaghose. Die passt sowohl zu dem Freebook als auch zu dem Top, das du dir jetzt genäht hast. Und vor allem, wenn du da vielleicht dieselben Stoffe vernähst, dann kann das ein richtig cooles Set werden. Und dabei wünsche ich dir viel Freude und wir sehen uns sehr bald.